Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr aus diesem Kürbis so eine leckere Kürbiskuchen machen könnt. Der Kuchen ist super saftig, sehr würzig und hat eine leckere Frischkäse-Frosting. Lasst uns mit dem Rezept anfangen. Die weiche Butter in eine große Schüssel geben und Zucker dazugeben. Ich verwende braune Zucker, du kannst aber auch weiße Zucker nehmen und dann 3 Minuten weich schlagen. Dann die Eier dazugeben, eine nach dem anderen und nach jedem Ei etwa 30 Sekunden weiterschlagen. Dann werde ich die Trockenzutaten dazugeben. Ich habe hier schon alles vermischt. Mehl mit Backnatron, Backpulver, eine kleine Prise Salz und Pumpkin Pie Spice. Die Pumpkin Pie Spice Gewürzmischung ist ganz wichtig für den Kuchen, weil es den schönen würzigen Geschmack für den Kuchen gibt. Und jetzt werde ich erst etwa 1/3 von Trockenzutaten dazugeben durch den Sieb. Jetzt kurz weiterschlagen auf die niedrige Stufe, nur ganz kurz, dann gebe ich auch den Joghurt dazu und wieder kurz schlagen. Dann noch 1/3 Trockenzutaten, wieder kurz mixen. Dann etwa Hälfte von Kürbispüree dazugeben und es ist ganz wichtig, dass der Kürbispüree ganz schön weich ist. Ich habe letzte Woche den kleinen Kuchen gebacken und dafür den Kürbis im Backofen gebacken und danach püriert. Es war sehr trocken und der Kuchen ist nicht so wie normalerweise gelungen. Es war nicht so fluffig und weich wie sonst. Die Kürbispüree für den Kuchen sollte so aussehen und ich habe den Kürbispüree in einem Topf gekocht und wenn du ein Rezept dafür brauchst, dann werde ich es für dich hier noch verlinken. Und jetzt ungefähr Hälfte von Kürbispüree auch dazugeben und wieder kurz weiterschlagen. Dann noch den Rest von Trockenzutaten dazugeben und wieder kurz weiterschlagen und den Rest vom Kürbispüree und wieder kurz schlagen und als letztes noch die gemahlene Haselnüsse und nochmal kurz schlagen. So ganz kurz, dann mache ich mit dem Spatel weiter. So wird der Teig nicht so lange gemixt und es bleibt schön fluffig und luftig. Und dann werde ich nur mit dem Spatel durch den Boden kurz mixen, um zu sehen, dass alles sich vermischt hat. Der fertige Teig sollte so aussehen. Es ist ganz schön cremig geworden. Dann habe ich hier schon meinen Backform bereit. Den Backform habe ich gut angefettet. Du kannst dann auch noch mit etwas Mehl bestreuen. Ich mache das manchmal nicht, diesmal nicht. Aber du kannst das auch machen und dann den Teig in die Backform geben. Dann schön gleichmäßig verteilen. Und jetzt wird der Kuchen gebacken und wie immer die Backanleitungen mit den Mengenangaben findest du unten im Videobeschreibung. Der Kuchen ist jetzt fertig gebacken und abgekühlt. Ich mag normalerweise den Kuchen einen Tag zuvor backen und dann am nächsten Tag erst servieren und dekorieren. Ja, man muss etwas warten, aber ich finde, dann wird es noch saftiger. Und die Gewürze, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich finde auch, die Gewürze schmecken dann stärker. Und ja, dann kann ich in Ruhe am nächsten Tag noch den Frosting zubereiten. Natürlich kannst du den Kuchen auch so lassen. Es schmeckt auch so sehr lecker. Aber ich finde, der Frosting ist so wie ein i-Tüpfelchen auf dem Kuchen. Und es gibt so eine Frische und ich finde auch, die Haselnüsse passen auch toll zu dem Kuchen. Deswegen werde ich noch den Frosting zubereiten und es geht auch ganz schnell. Ich wollte euch aber noch den Kuchen ganz nah zeigen. Es ist schön fluffig geworden und ja, kann kaum warten, bis ich den Kuchen endlich auch essen kann. Für den Frosting habe ich hier schon Frischkäse. Ich mache heute eine kleinere Menge, weil ich den Kuchen etwas anders dekorieren möchte. Aber ich werde dir unten im Videobeschreibung im Rezept auch die andere Variante geben.
womit du dann eine größere Portion von dem Frosting machen kannst und dann den ganzen Kuchen so mit dem Frosting bedecken kannst. Schmeckt sehr lecker und normalerweise mache ich so, aber heute wollte ich es etwas anders dekorieren. So, ich habe hier den Frischkäse und auch mein Pumpkin Pie Spice. Davon gebe ich jetzt eine halbe Teelöffel dazu. Dann auch Puderzucker dazugeben. Ganz wichtig durch den Sieb, so dass wir keine großen Stücke von Puderzucker haben. So ist es auch einfacher, dann es mit dem Frischkäse zu vermischen und dann das Ganze gut vermischen. Und dann den Kuchen mit dem Frosting dekorieren. Ich habe auch noch Haselnüsse geröstet, einfach die Haselnüsse auf eine trockene Pfanne gegeben und bei mittlerer Hitze etwa 5 Minuten geröstet. Beim Rösten die Haselnüsse immer etwas bewegen, so dass die nicht verbrennen. Danach abkühlen lassen und mit einem Küchentuch kann man dann so ganz einfach die Schale entfernen. Danach die Haselnüsse etwas kleiner hacken und jetzt werde ich dann mit den Haselnüssen noch den Kuchen dekorieren. Der Kuchen ist super schön geworden. Es duftet nach dem Pumpkin Spice Gewürzen, nach gerösteten Haselnüssen und ich kann kaum warten. Ich wollte dir noch was sagen. Wenn du den Pumpkin Pie Spice nicht im Laden findest, dann kannst du den auch ganz einfach selber machen und dazu habe ich auch ein Rezept und den werde ich auch noch hier für dich verlinken. Der Kürbiskuchen ist mein Lieblingskuchen im Herbst und der wird bei uns auch sehr oft gebacken, weil es einfach ganz schnell gebacken wird. Man braucht nicht viel Zeit für den Teig. Und der Frosting ist auch ganz einfach und ich liebe solche saftige Kuchen. Aber bevor ich jetzt mich schon verabschiede, dachte ich, dass ich auch den Kuchen noch anschneide und euch zeige, wie es aussieht. Es hat so eine schöne Farbe und es ist so saftig und fluffig. Man will direkt reinbeißen, oder? Der Kuchen hat eine super leckere Gewürznote von dem Pumpkin Pie Spice und vom Kürbis und ich finde, der Frosting passt auch perfekt und dann die geröstete Haselnüsse. Es ist einfach eine super tolle Kombination, eine sehr herbstliche Kombination und ja, es ist nicht umsonst mein Lieblings-Herbstkuchen. Ich hoffe, dir hat mein Kürbiskuchenrezept gefallen und wenn ja, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.